Wir sind Olaf in a Van. Ich bin Stefanie. Und ich bin Jeremy. Und dies ist unser Van namens Olaf, kurz für Our Life and Freedom. Bevor wir jedoch Olaf in a Van wurden, hatten wir ein Wohnmobil und reisten damit an Wochenenden und Ferienausflügen durch viele spannende Landschaften. Nach einer Weile merkten wir, dass uns das Wohnmobil zu groß und zu sperrig für unsere Bedürfnisse geworden war. Als uns dann unsere Freunde über Silvester in ihrem ausgebauten Van besuchten, war schnell klar, dass wir ein neues Projekt an der Backe hatten. Und so tauschten wir das Wohnmobil durch Olaf aus. Jeremys Papa hat uns dabei begleitet, uns instruiert und selber kräftig mit angepackt. Ohne ihn wäre Olaf nicht so geworden, wie er heute ist. Während des Ausbaus haben wir sehr viel geflucht, gelacht und gelernt. Ein Prozess, welcher nicht nur unser Leben auf den Kopf stellte, sondern uns schlussendlich statt nur auf Wochenendtrips auch zum Vollzeitreisen bewegte. Wir zeigen euch in dieser Videoserie How to Van Life, wie dieser Bus Schritt für Schritt zu unserem Zuhause wurde. Wir wünschen euch viel Spaß! Wir waren so stolz auf unseren ersten selbstverlegten PVC-Boden, aber wir haben uns nicht auf unseren Lorbeeren ausgeruht, denn die Zeit blieb nicht stehen und es gab noch so viel zu tun. Wir entschieden uns als nächstes, das Bett in Angriff zu nehmen. Das Grundgerüst des Bettes haben wir ganz rudimentär gestaltet. Hier seht ihr die erste Vorrichtung auf der linken Seite. Dieselbe Vorrichtung gab es auch auf der rechten Seite und in die Aussparungen wurden Holzbalken eingeschraubt. Auf denen wiederum wurde später dann der Lattenrost unseres damals bestehenden Bettes montiert. Uns war aufgrund der Breite des Busses von Anfang an klar, dass wir ein fixes Bett einbauen würden. Da Olaf im hinteren Bereich 1,80 Meter breit ist und wir beide knapp 1,68 Meter groß sind, waren dies die idealen Voraussetzungen für uns, um breitseits zu schlafen. Außerdem siegte beim ursprünglichen Designen des Ausbaus wieder einmal unsere Faulheit. Wir wollten einfach kein Bett haben, welches jeden Tag auf und wieder abgebaut werden musste. Dies war uns jedoch nur möglich, da der Olaf eine ordentliche Länge hatte. Bei einem kleineren Van hätten wir dies vermutlich auch anders gelöst. Außerdem konnten wir so einiges an Platz unter dem Bett als fixen Stauraum einkalkulieren. Wir versuchten in unserem Ausbau möglichst viele Sachen aus der Wohnung zu recyceln. Darum haben wir die ganzen Holzlatten aus dem Bett entfernt und diese in den Bus eingebaut. Den Rest des Monats haben wir auf den Matratzen auf dem Boden geschlafen. Und gerade als wir das Bett fertigstellen wollten, hat es doch tatsächlich wieder angefangen zu schneien. Ich weiß es noch genau, es war der 4. Mai. May the 4th be with you. Und am Ende des Monats mussten wir aus der Wohnung ausgezogen sein. Unser Nachmieter hat uns nämlich angeboten, einen Monat früher einzuziehen. Für uns war dies super, da wir einen Monat mehr Miete sparen konnten. Andererseits hatten wir im Mai einen ordentlichen Stress, den Van so weit hinzukriegen, damit wir einigermaßen dann wohnen konnten. Gleichzeitig mussten wir zu dieser Zeit einen Ort suchen, an welchem wir mit dem Van stehen konnten, während wir die nächsten 4 Monate noch arbeiteten. Diese Kamera hat wirklich einiges durchgestanden mit unserem Ausbau. Der Monat Mai war definitiv der stressigste von allen. Wir hatten so viele Dinge zu organisieren. Wir mussten Bett und Küche im Van fertigstellen, um vorläufig darin wohnen zu können. Nebenbei mussten wir unsere Wohnung auflösen und auch alles Vertragliche und Versicherungstechnische geregelt haben. Alleine über den Mai könnten wir noch ein eigenes Video machen. Falls euch das interessieren würde, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Damit ein Van in der Schweiz als Wohnmobil eingetragen werden darf, benötigt man unter anderem einen Tisch. Wir haben uns für die Luxusvariante entschieden. Den Tisch bauten wir aus einer alten schwarzen Multiplex-Platte, welche vom Vorbesitzer des Vans noch mit dazugegeben wurde. Die eine Hälfte davon benutzten wir als Trennwand unter dem Bett. Auf der linken Seite sollte nämlich später die gesamte Elektrik installiert werden. Diese wollten wir so gut es ging abgeschirmt haben.
Auf der anderen Seite der Trennwand wurde die Aufhängung für den Ausziehtisch angebracht. Der Tisch wurde wie eine normale Schublade eingebaut. Die Platte selbst war genauso lang wie die Breite des Bettes, 1,20 Meter. An der hinteren Seite wurde ein Stopper angebracht, welcher dazu dient, dass der Tisch maximal bis zur Hälfte ausgezogen werden kann. Zusätzlich wurde die Platte mit einem dicken Holzbalken stabilisiert. Es war uns von Anfang an klar, dass der Platz unter dem Bett alleine nicht für alle unsere Habseligkeiten ausreichen würde. Deshalb mussten wir noch zusätzliche Hängeschränke einbauen. Warum Hängeschränke? Wie schon in vorherigen Videos erwähnt, hätten wir auch einfach 1 oder 2 Fenster zubauen können. Genug davon hätten wir ja sicherlich. Aber wir sind im Nachhinein sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben. Denn das 360-Grad-Panorama gefällt uns sehr gut. Und um nicht die ganze Zeit während des Videos zu reden, lassen wir nun einfach mal die Bilder auf euch wirken. Damit die Schränke nicht immer von Hand offen gehalten werden müssen, haben wir zusätzlich diese Knopfmagnete installiert. Eine super Idee! Anderen macht man eher Sorgen. Nun zum vermutlich größten und für die meisten das interessanteste Kapitel im Ausbau: die Elektrik. Wie schon bereits erwähnt, wollten wir die gesamte Elektrik unter dem Bett verbauen. Dazu musste aber jedoch der bereits vorhandene Wärmetauscher umplatziert werden. Dazu mussten wir die Rohre kürzen. Und dafür musste man den Van so anheben, dass der Wärmetauscher höher steht als dessen Ausgleichsbehälter. Wir haben dann einfach den Van in unserer ziemlich steilen Einfahrt parkiert.
Mit dafür geeigneten hitzebeständigen Gummischläuchen haben wir dann den Wärmetauscher an der gewünschten Stelle wieder eingesetzt. Diese Platte wurde gleichzeitig als Abdeckung für die Standheizung sowie auch als Ablage für die Batterie verbaut. Endlich wurde unsere Versorgerbatterie eingesetzt. Eine 120 Ampere-Stunden AGM-Batterie. Nun war es an der Zeit für die ganze Verkabelung. Damit wir aber alle Bedienelemente der Elektrik sowie auch unsere USB-Buchsen einfach erreichen konnten, haben wir alle entsprechenden Elemente in eine Platte verbaut, welche am Ende die Frontverkleidung darstellen sollte. Zuerst mussten wir jedoch im Vornherein festlegen, wie hoch denn die Sitze an dieser Stelle werden sollten, damit wir da der Elektrik nicht in die Quere kommen. Bei dem gekauften Solar-Komplettset war logischerweise auch ein Laderegler dabei. Der mitgelieferte PWM-Laderegler funktionierte zwar, jedoch hatten wir im Winter in Griechenland Probleme, unsere Batterie ganz voll zu kriegen. Der PWM-Laderegler hat die Batterie mit maximal 12 Volt geladen. Wir haben uns dann in Griechenland für ca. 100 € einen MPPT-Laderegler gekauft, welcher fast die doppelte Leistung mit derselben Sonnenenergie geliefert hat. Den Link zum Video seht ihr hier rechts oben. Hier seht ihr unsere 2 USB-Buchsen, respektive 4, da jede Dose 2 Anschlüsse hat. Unterhalb wurde die Steckdose für den 220 Volt Anschluss und ein Trennschalter angebracht, um die Batterie mit dem Wechselrichter zu verbinden oder zu trennen. Und immer wieder dieses Gefühl, wenn man ein Loch in seinen WM bohrt. Kabelverschraubung M20. Dichtung. Wichtig. Na, wenn er das sagt, dann muss es wohl stimmen. Um nicht hundertprozentig vom Solarstrom abhängig zu sein, haben wir ebenfalls noch einen Anschluss für Landstrom angebracht. Ganz ehrlich, ich war richtig froh, hat uns mein Papa in dieser Sache geholfen. Denn sobald es um Elektrik geht, bin ich, sagen wir mal, nicht so sehr belesen. Mein Papa hingegen ist der totale Allrounder. Der kann einfach alles.
Bei zusätzlichem Landstrom muss oder zumindest sollte ein zusätzlicher FI-Schalter installiert werden. Wir haben schon von anderen Van-Ausbauten gehört, bei denen auch die Elektrik kontrolliert wurde, bevor sie die Zulassung erhalten haben. Bei uns war dies nicht der Fall. Der Kerl bei der Zulassungsstelle hat die Tür aufgemacht, kurz reingeschaut und gut war. Weder wie die Elektrik gemacht ist, noch ob irgendwas in dem Van richtig verbaut oder verschraubt ist. In der Schweiz ist es anscheinend eine reine Lotterie. Wir haben bei jeglichen elektronischen Geräten, welche wir uns angeschafft haben, darauf geachtet, dass diese per USB-Anschluss aufgeladen werden können. Das hatte folgenden Grund. Ein herkömmliches Handy-Netzteil hat eine konstante Ausgangsspannung von 5 Volt. Wenn man nun das Gerät über einen Wechselrichter laden will, muss zuerst die Batteriespannung von 12 auf 220 Volt hochkonvertiert, nur um danach wieder auf 5 Volt runterkonvertiert zu werden. Bei jedem Konvertierungsvorgang entsteht ein enormer Energieverlust. Es macht also überhaupt keinen Sinn, ein USB-Gerät über den Wechselrichter zu laden, wenn man nicht am Landstrom hängt. Für alle Geräte, welche nicht über USB geladen werden können, haben wir dann noch zusätzlich einen Wechselrichter installiert. Der Wechselrichter war ein 500 Watt 3-in-1 Kombigerät. Wechselrichter, Ladegerät für die Batterie mit integrierter Netzvorrangschaltung. Was bedeutet das? Steht man autark und schaltet den Wechselrichter ein, hat man die Möglichkeit, bis zu 500 Watt Strom aus dem Wechselrichter zu ziehen. Danach ist Schluss. Eine Netzvorrangschaltung hingegen bedeutet, dass bei angeschlossenem Landstrom eine direkte Verbindung vom Landstrom zu den im Van verbauten Steckdosen hergestellt wird. Somit können aus der Steckdose so viel Watt gezogen werden, wie der Landstrom hergibt. Zusätzlich sorgt der Wechselrichter auch noch dafür, dass die Versorgerbatterie geladen wird. Den Link zu diesem Gerät findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Hoppala. Oh, Scheiße. Ja, die Kamera war ihr Geld wirklich wert. Und hier noch ein kleines Extra von meinem Papa. Eine selbstgemachte Erdungsschiene. Zu guter Letzt wollten wir natürlich auch die vorhandene Energie der Lichtmaschine während des Fahrens nutzen. Deshalb haben wir ein Trennrelais installiert, welches während der Fahrt die Versorgerbatterie mitlädt. Ein nices Extra bei diesem Trennrelais: sollte die Starterbatterie mal zu schwach sein, um den Motor zu starten, kann das Relais per Knopfdruck umgedreht und der Motor mit der Versorgerbatterie gestartet werden. Hier seht ihr, wie wir das Trennrelais mit der Verbraucherbatterie von hinten verbunden haben. Und ja, dieses Trennrelais hat uns schon manchmal den gerettet, weil immer unser Lieblingswort. Weil. Ja, wenn schlecht Wetter war mal für ein paar Tage. Ja, genau. Der Strom weg war. Ja, vor allem hier im Winter steht die Sonne auch tagsüber sehr tief und liefert nicht viel Energie, und deswegen sind wir dann hier auch schon gestanden, wollten Videos schneiden und es ging nicht, weil wir zu wenig Strom hatten. Genau. Dann kann man einfach den Motor vorne anwerfen, ein bisschen laufen lassen, das Nötigste machen. Klar, es ist nicht gerade umweltfreundlich, aber für den Notfall ist es super zu haben. Immerhin fahren wir einen Benziner. Yes!
Ja, und sobald der Motor läuft, hat man von der Lichtmaschine die komplette Energie, die man nutzen kann. Auch 220 Volt, solange der Motor läuft. Und jo, reicht. Wir müssen dazu sagen, die Elektrik war nicht so unseres. Wir hatten sehr viel Hilfe von meinem Papa. An dieser Stelle danke vielmals, Papa. Dankeschön. Und wir lassen uns natürlich auch gerne belehren. Wir sind keine Experten auf dem Gebiet. Falls ihr also irgendwelche Anmerkungen habt, wie man etwas besser hätte machen können, oder falls ihr irgendetwas seht, wo ihr denkt, boah, Leute, geht gar nicht, dann kann ja vorkommen. Dann schreibt uns bitte in die Kommentare rein. Andere sind vielleicht auch froh darum, wenn sie so etwas nachlesen könnten. Und an dieser Stelle vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Und damit ihr auch kein zukünftiges Video mehr von uns verpasst, denn im nächsten Video geht es natürlich darum, wie wir... Ja, was haben wir denn gemacht im nächsten Video? Die Küche kam als nächstes. Ah ja, die Küche. Ganz spannendes Thema. Noch ein paar andere Dinge. Genau. Bleibt dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao.